machen das Training jetzt schon im 3. Jahr, dass wir halt in diesen biologischen Altersklassen trainieren. Und dieses Mal das erste Mal, und da freuen wir uns auch richtig drüber, mit 3 anderen Profiklubs, Bremen, Leverkusen und Köln, die auch selber schon unterschiedlich auch im biologischen Alter trainieren. Einige erst im athletischen Bereich, und jetzt diese Turniergeschichte ist einfach mal ein Projekt, wo wir richtig alle Bock drauf haben und das dann halt jetzt angegangen sind. Normalerweise gruppieren wir Jungs nach deren Geburtsdatum, chronologisches Alter. Und das macht ja oft wenig Sinn, weil die sind vielleicht nahezu gleich alt, aber der eine ist so hoch, der andere so hoch, der eine ist 2 Jahre durch mit der Pubertät, der andere klopft gerade zart an. Und die spielen gegeneinander und wir bewerten die auch noch gleich. Das Ganze wollen wir total aufbrechen und sagen, nee, wir haben doch andere Metriken. Also wir können doch mittlerweile durch Annäherungsmethoden, also Mirwald, können wir es berechnen, wir haben Sonic Bone, wir können es sogar messen. Wir können schauen, wie alt sind die Kinder eigentlich biologisch. Also dann kann auf dem Pass stehen, 1.1. So und so, ich bin 14 Jahre alt, aber in Wahrheit bist du 11,7 oder in Wahrheit bist du schon 15,2. Und dann gruppieren wir dich entsprechend, einfach sodass jedem Kind, egal ob frühreif oder Spätentwickler, damit wir denen maximal gerecht werden können. Wir haben hier jetzt auf den beiden Feldern die biologisch jüngste Mannschaft. Das sind Spieler in dem Bereich U12 bis U14. Hier spielen wir 7 gegen 7, dann spielen wir dort da hinten im 9 gegen 9. Das sind biologisch die zweite Gruppe halt. Die sind Spieler aus dem Bereich U13 bis U15, und dort sind die biologisch Ältesten, die spielen im 11 gegen 11. Und das sind durchweg U15-Spieler und 2, 3 biologisch relativ alte U14-Spieler. Ich bin Oskar Stich, spiele in der U14 und mein Trainer ist Chris Kruse. Du spielst in der U14. Wie ist es da? Du bist ja ein bisschen kleiner als die meisten anderen. Ist das oft sehr schwierig für dich, sehr schwer? Ja, ist schon sehr schwierig, weil die halt alle größer sind. Aber irgendwann wird das ja auch besser für mich sein, weil ich dann besser mit dem Ball umgehen kann als die anderen, wenn ich gleich groß bin. Ja. Und wie ist das jetzt für dich, so ein Turnier? Ja, das macht schon Bock, immer gegen Gleichgroße zu spielen und mal zu gucken, wie gut man überhaupt ist, wenn man immer gegen Gleichgroße spielt. Mittlerweile ist für unsere Jungs eigentlich der Montag klar, dass wir da Biobanding haben, also echt losgelöst von den Mannschaftstruppen oder von den Mannschaftsgrößen. Wir gehen dahin so weit, dass wir eigentlich frei sind von diesen körperlichen Vor- und Nachteilen. Und jeder hat so ungefähr das Challenge-Niveau. Wenn wir uns jetzt hier umdrehen, sind die körperlich alle gleich groß. Und die Früh- oder in dem Sinne Spätentwickler nehmen wir dann eigentlich so den Vorteil oder vielleicht auch den Nachteil, den die dann in den eigentlichen Duellen haben. Dadurch, dass wir montags immer alle gemeinsam miteinander trainieren, also es entsteht auch ein ganz anderer Spirit innerhalb des Vereins in diesen Trainingssessions. Es geht nicht um groß oder klein, weil am Ende sind die Jungs irgendwann ausgewachsen und der eine kommt daher wie Zlatan, der andere wie Messi. Also das ist es nicht. Es ist nur Frühreife oder Spätreife. Ich kann hier aus eigener Erfahrung auch sprechen, weil ich einer von diesen Spätzündern war. Ich saß da teilweise, ich war noch so ein Knilch, ich hatte irgendwie noch 2 Jahre bis zur Pubertät. Ich habe daheim noch Playmobil gespielt und nebendran haben sich die Jungs schon Deo aufgetragen und haben über Mädels geredet. Und dann hockst du halt entsprechend auch oft so da und bist so ein bisschen verschüchtert und so. Und das ändert sich ja auch nicht wirklich, wenn du auf den Platz rausgehst. Die sind einfach so mächtig und so präsent und so dominant. Und ich war halt so dieser kleine Linksverteidiger, der ab und zu mal mitmachen durfte. Also ich kenne diese Phasen und dem wollen wir so ein bisschen begegnen. Und deswegen diese Kontexte. Also ich finde es super spannend, dass wir hier von der U14 bis zur U16 jetzt Spieler dabei haben, weil das unheimlich viel mit dem Spiel selber auch macht. Also es gibt viele Untersuchungen, wie sich das Spiel, die Qualität, die Komplexität des Spiels ändert, wenn vor allem Jungs auf dem Platz stehen, die gleiche Voraussetzungen haben. Weil in der Regel ist es so, du hast gerade im Amateurfußball oft hinten einen drin, so eine Kante, der räumt alles ab. Du hast vorne einen pfeilschnellen Stürmer, Kopf größer, Schuss wie ein Pferd, der macht die weg. Dann spielen vor allem die beiden miteinander. Der eine kickt lang, der andere wetzt hinterher, macht das Tor. Umgekehrt, der Große räumt hinten alles ab. Und das wird es bei den Spielen nicht geben. Es gibt keinen Spieler, der nur aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen dazu in der Lage wäre.
Das heißt, die müssen entweder fußballerisch brutal sein, um hier zu dominieren, oder sie müssen anfangen, miteinander Lösungen zu finden, miteinander Fußball zu spielen. Und das gucken wir uns mittlerweile seit ein paar Stunden an und das ist das Schöne. Also ich finde es krass, sehr angenehm, alleine wenn man sieht, dass hier in den beiden 7-gegen-7 Feldern keine Schiedsrichter dabei sind. Die Spieler entscheiden das zum Großteil selber. Die Eltern sind alle tiefenentspannt, feuern an, aber begleiten das Ganze positiv. Also es ist einfach, also ich muss sagen, ich glaube, das ist eine richtig geile Sache, die wir hier gerade anstoßen. Und wir sind natürlich bestrebt, dass das heute nicht irgendwie eine geile Feiertagsveranstaltung ist, eine einmalige Geschichte, sondern bei allem, was wir machen, wir wollen es extrem nachhalten. Also immer wieder auch solche Wettkämpfe einbauen. Und ich finde, gerade in dieser Mischung wird es halt spannend. Also nicht nur Biobanding-mäßig trainieren, nicht nur Biobanding-Spiele. Es ist auch geil, diese Größenunterschiede zu haben. Also gerade in dieser maximalen Herausforderung liegt für manche auch das Gold, weil sie sich gegen viel, viel größere, gegen ältere im Endeffekt durchsetzen müssen und fantastische Lösungen finden. Aber wir sollten beide Szenarien bespielen, wir sollten beide Kontexte bauen. Also ab und zu im Training und im Wettkampf eben wie gehabt, oder in der Mehrzahl ist es ja wie gehabt, aber immer wieder auch punktuell diese eine Einheit einbauen, wo es eben Biobanding ist, immer wieder das eine Turnier oder auch mal ein Testspiel. Es gibt so viele Vereine, die da mittlerweile Bock drauf haben, die mitmachen, die es wirklich verstehen. Und das werden wir mehr und mehr bespielen.